Da ist er ja. Servus die Mau und grüß euch die Buben. Freut mich, dass ihr zuschaut. Heute spielen wir wieder Transportfieber mal. Und schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe nicht wirklich viel gemacht im letzten Stream, also ein bisschen was halt. Und ja, jetzt lassen wir das da einmal und mir sind da ein paar Fehler aufgefallen, was ich gemacht habe. Ich muss da einiges ändern. Zum einen muss ich die eine Wirtschaft sage ich, die eine Raffinerie versetzen, damit wir mehr Geld machen, und wir machen halt Linienbau, also Streckenbau und eventuell ein bisschen ins Detail. Schauen wir mal. So, ja, hallo der Niklas, freut mich, dass du da bist. Ich stehe der einzige bis jetzt, aber macht nichts. Du, Frage, Ritter vom Jäger, der zweite Teil war halt fertig, allerdings habe ich noch nicht Probe gefahren. Willst du den testen? Die Frage, hast du die 323er von VR, die Köpfe? So, pass auf, wir dann jetzt da einmal. Ich tue jetzt einmal, naja, lassen wir es einfach weiter rennen. Ich muss da jetzt, ich zeige euch dann nachher, was ich gemacht habe. So, Wernshell, da wollte ich was ändern. Und zwar wollte ich die Fabrik da stanzen. Die da, die wollte ich löschen. Tschüss. Das ist wurscht, das kommt dann auch weg. Warte mal. Okay, mache ich dann. Ah, da finden wir schon eine Lösung, der Niklas. Ich schreibe den nach dem Stream auf Discord kurz an. So, der kommt dann auch weg. Obwohl, den bauen wir noch um. So, da wollen wir die Fabrik haben. Wir brauchen die Raffinerie. Wir brauchen die Raffinerie. Ist das? Genau, wir brauchen die Raffinerie. Die Straßen da wegnehmen.
Bingo. So. So, jetzt haben wir das da. Könnten wir eigentlich größer machen. Okay. Jetzt müssen wir da dann Linien ändern, weil jetzt haben wir ja da, jetzt haben wir ja das anders, ja, Konsum. Das heißt, du hast Öl und magst das und du bringst die und magst das. Dann brauche ich aber noch das Rohöl daher. Das kann man aber von da um. Von da um. Oder wie machen wir das jetzt am blödesten? Wie machen wir das am blödesten? Da haben wir die, da brauchen wir noch ein Rohöl. Das heißt, wir liefern das Rohöl auf einer gesonderten Strecke. Dann kann man den Abzweig da weg tun. Ja, Schnauze. Weiß ich, dass du jetzt nicht fahren kannst. Wo bist denn du? Ah, da. So. Das heißt, du fährst mir dann 60er Gleis, mehr brauchst du nicht. Da können ruhig zwei nebeneinander sein. Da am Bahnhof hin, am Güterbahnhof. Ich weiß, dass die 60er Rokolog schon gibt, ja. Den Güterbahnhof. Moment. Haben wir den da hinter oder? Ja, da gibt es ja glaube ich irgendwie ist das deppert wegen ein SHG, ne? Bei dem da brauchen wir da einmal keinen Straßenanschluss, den da wir da gleich integrieren. Zack. Na bitte, optimal. So. Und du, jetzt haben wir zwar nur ein Gleis, aber 60 km/h Gleis macht man. Schauen wir, wie wir da hinkommen. Ehrlich gesagt, wenn wir das lieber, wenn wir da irgendwie da außenrum da mal dumm fahren. Ich will das ein bisschen anders machen. Ich will das ein bisschen
Ja. Da kann man eventuell doch lassen, das, aber das schaue ich noch, wie das los. So, es wird bald interessanter, Leute, und wir dann bald wieder schönbar machen. So, wo haben wir denn da jetzt das? Hallo Geleis. Was ist mit du? Okay. Ah. Okay. Und den hätte man doch lassen können. Den lassen wir trotzdem. So. Laterneln. Brauchen wir da an. Ui. Da brauchen wir einen. Das ist aber blöd. Da kann es passieren, dass er uns irgendwann einmal stecken bleibt. Aber ich will den nicht noch angeben, weil das ja ein Ding ist. So, dann kann man das strecken, dann okay. So, jetzt gehen wir auf die Linien. Welche Pisten tun? Nein. Die Zwarer. Du fährst von nicht mehr nach dort leg, sondern daher und lieferst mir da alles ruhig hin. Okay. Ja, den muss man dann auch noch irgendwann einmal fertig machen, den Bauernhof, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und die Buslinien. Die Buslinien. Bus habe ich gesagt. Was? Das ist doch keine Straßenlinie. Ach so, die Vierer, die Fünfer, die Vierer, die Fünfer, die Vierer, die Fünfer, die Vierer kann man lassen, die Dreier kann man löschen. Ja, okay, wie ist denn das jetzt wieder gegangen? Fahrzeuge, Linie 3. Tschüss. So. Okay.
Gut, dann müssen wir da eine Verbindung nach Twin Bridges hintere bringen und dann hätte ich gesagt, fahren wir da oben nach Rodend. Das heißt aber, da brauchen wir keinen Bahnhof. Da können wir halt Betriebswerk herbauen, wenn ihr wollt. Braucht man nicht mehr. Das wird alles. Das ist ein bisschen komisch momentan, ich weiß, und ich kipp schon wieder ins Bauen rein und das ist nur mein Hinterkopf, also mein Klotz, aber den muss da ein bisschen runter dran, glaube ich. Die Kamera, Sekunde. Na komm, drüben ein Stück. Da. Ist jetzt besser? Ich hoffe doch einmal. So, da. Das ist ein 60er Gleis, da werden wir ein schnelleres machen müssen. Also da können wir ruhig ein 100er gehen. Für später dann. Da muss man auch noch ausbauen, das ist schon klar. Na, so weit gehst man da nicht. Du gehst man bis daher mit 100er. Und da haben wir die alte Trasse 70. Dann machen wir bis daher einen 70er und dann geht's auf, aber da kommt der Kurve, also das ist. Ja, ich weiß, da irgendwie hat das glaube ich nicht hin. Ich denke, ich weiß, was du meinst. So, da, wir müssen wohin? Wir brauchen da einen Bahnhof. Wir brauchen da einen Bahnhof. Aber ein Personenstation mit 380 mm. Modul außen links Gleis. Ja. Aber da brauchen wir mindestens 2. Oder machen wir mehr? Ja, das wird so ein Durchgangsbahnhof werden. Ich hätte gesagt, den stellen wir sich da irgendwo her. Oder fahren wir durch die Stadt. Machen wir ihn auf altmodisch. Machen wir ihn auf altmodisch. Machen wir ihn auf ganz auf altmodisch. Hart. Scheiß mir da jetzt gar nichts. Ich scheiß mir da jetzt gar nichts, da fahren wir mit 60 raus. Ups. Das nehmen wir weg. Da können wir dann wieder auf 100 gehen. Da brauchen wir noch einen 60er.
müssen wir hin, wo müssen wir hin, da müssen wir hin. Ist im Prinzip egal, wie wir fahren. So, wo kommen wir mit 100 durch? Da kommen wir auch noch mit 100 durch. Da will ich keinen Tunnel. Kommen wir da mit 100 um? Na, da haben wir ein bisschen noch Bremse, aber das ist mir wurscht. Ich möchte schon, dass ich nicht unter 70 komme, das passt. Ja, was magst denn du? Das geht schon so, oder? Da müssen wir halt ein bisschen Terrain angleichen dann. Das gefällt mir nicht, da ist ein Hupfer drin. Machen wir es anders, machen wir es auf Russisch. Tunnel durch. Ja, aber das kostet ja urviel, wenn ich da jetzt mit dem Tunnel weiterfahre. Schauen wir, wo wir da hinkommen. Und schaut aus, wenn ich das da direkt dahin. Ja, keiner baut da einen Tunnel durch. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Wo ist mein Anschluss? Ja, eher so hätte ich gesagt, ne? Das ist ja eher was. Ja, genau.
Dann lassen wir den eher so einmal fahren. Da machen wir dann den Ding rein da. Wieso geht das jetzt nicht? Dann machen wir da ein Stückchen zweigleisige Strecken, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit reinbauen. Dass sie ein bisschen Platz haben zum Aufholen. Ne? Jawohl, das ist schön, das ist eine schöne lange. So, da. Jetzt haben wir die Strecken da. Wird natürlich alles noch umgebaut und ausgebaut und verbessert. Da machen wir dann eine Linie. Gut, dann lassen wir einmal rein. Und wir brauchen jetzt, was haben wir denn da jetzt? Wir haben da jetzt einmal den. Ja, interessiert mich nicht der Typ. Der fährt da um. Der fährt einmal nach Twin Bridges. Dann müsste aber da weiterfahren. Das mache ich dann offline weiter. Jetzt machen wir mal das Stickel wieder, so wie wir es immer machen. Ne? Ja, hast du gesehen, das hat es da auch wollen jetzt gerade Brücken bauen. Also das ist ganz normal. So, da haben wir gesagt, da haben wir einen 60er drin gehabt in der Wirtschaft. So, da brauchen wir mal Signale. Ein Ausfahrtssignal. Ein Ausfahrtssignal. Na komm her. Bumm. So, da. Ja, das ist schön. Der Tunnel da stört mir ein bisschen, aber den habe ich leider nicht vermeiden können. Da werden wir vielleicht irgendwie noch mit Ding irgendwas machen. Mit Terraforming. Oh, komm her. Da kommt das Signal hin. Ah, das ist wieder kein Einbahnsignal. Ah, mach ich nachher. So, jetzt haben wir alle 60 Meter ein Signal. Alle 700 Fuß. Na, wo ist er denn? 500, 600, 700. Hier ist der Einbahnsignal. 700. Das ist ganz cool, die Mod mit den Dinger. Circa 750 Meter. Falsch. Umgerutscht. So, dann nächstes Signal. Sind jetzt auch wieder circa 750. Nein, ja, na gut, dann machen wir es daher, ist ja wurscht. So, das heißt, die kann man eigentlich nicht mehr anstellen. Da müssen wir dann irgendwie eine Straße oder was hinbauen, dass wir ein Ding machen. An so einen Straßenwärterhaber. So ein, wisst ihr was ich meine? So ein, also ein Signaltypen. Da brauche ich irgendwo ein Haus, mit wo ich die Signale hinsetzen kann, aber das zeige ich euch dann nachher, was ich meine. So, du gehst einmal da oben. So. Einbahnsignal. Okay, so. Du gehst Einbahnsignal. Wow, das geht, das ist hübsch. Das wird noch geändert. Jetzt müssen wir uns einmal
Machen wir eigentlich ein Plus? Na. Na super. So bist du kein Einbahnsignal, du musst ein Einbahnsignal werden. So, da. So, jetzt kommt da, jetzt wird da einmal umgebaut. So, da brauche ich jetzt, da muss ich jetzt einiges wegreißen. Da brauche ich jetzt, machen wir einen Zaun oder machen wir eine Stützmauer? So, machen wir einen Zaun oder machen wir eine Stützmauer? Gute Frage. Ich hau mal ein Gleis. Ja, hör mal auf zum Bauen da. Stopp, sonst muss ich die wieder wegreißen. So. Ein Zaun meinst? Na gut, für einen Zaun brauche ich nicht wirklich was machen, da kann ich, da können sie mir dann auch zubauen, das ist mir relativ wurscht. Da muss ich aber zuerst einmal das Terrain angleichen. Das Ganze ein bisschen kleiner da so. Und nicht zu viel angleichen, sonst wird man das wieder. Und welchen? Oder machen wir Mauer? Dann machen wir einen Zaun. Einen alten Holzzaun, genau. So. Kollision an. Gerade. Abstand zum Gleis 2,4. Das schaut gut aus. Oh. Na, nicht abschummeln bis daher, jetzt kommt eine Kurve. Fertig. Wieso hat er mir da wieder die Dinger da drinnen gemacht? Na geh, das ist bei dem so blöd. Aber gut, das ist wurscht. Da das und das. Da weiß ich mir schon zu helfen. So, das sind die blöden Dinger da. Die Anfänge, da stellen wir einfach ein paar rein, hätte ich gesagt. Einmal. Ist ja wurscht. Das ist ja nur das. So, da brauchen wir ein Signal. Ein Ausfahrtssignal, was keine Einfahrt, keine Einbahn ist. So. So, und jetzt bauen wir den Bahnhof einmal komplett um. Da muss ich aber jetzt die Zeit ändern, dass mir das so halbwegs gelingt, wie ich das haben will. Aber zuerst fährst du ein bisschen Viere, damit du aus dem Bahnhof draußen bist, du Zug, du. Papa, Zug. So.
Jetzt gehen wir da auf 2000 auf, 1871, merkt euch das. So, wir haben Pause. Sonst kann ich das nicht machen, weil ich die Essenz nicht habe. Das ist das Problem. So. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst auch weg und du kommst auch weg. Ja, Schnauze. So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Ah ja. Okay. Okay. Jetzt muss ich aber mit den Gleisen ein bisschen arbeiten. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Da wird das ganze Gebäude entfernt, das ist eine Chance. Gibt's das nicht mit Gebäude? Jetzt habe ich keinen Bauernhof mehr, super. Und nur die neuen Gebäude. Ah weh. Das war jetzt ein Blödsinn. Plattform. Wo ist das jetzt? Linkable. Da brauche ich eine normale. Ja, jetzt habe ich eine Kollision, das war mir klar. Muss ich nochmal wegreißen. Ja, ich will da so eine typische amerikanische Station machen, wie es jetzt haben wir da den Zaun hingehängt. Kriege ich da noch eine zweite Plattform daneben hin? Oh ja, das geht. Da geht's. Dodo. Plattformen. Na, zuerst da kein mehr. Die normale. So. Ich weiß, das schaut jetzt ein bisschen komisch aus. Geht schon. Irgendwie muss ich da ein Stückchen Straßen reinzahlen. Da habe ich den Bauernhof drin gehabt, ich Depp. Okay, die Plattformen haben wir mal gesetzt, wir gingen wieder mal mit der Zeit zurück. Ja, heute die Pappen. So. Jetzt gehen wir weiter konfirmieren. Jetzt haben wir wieder die alten Passagiergebäude. Jetzt kann ich da kein Gebäude hersetzen. Wieso kann ich da jetzt kein Gebäude hersetzen, wo ich den Mosten habe?
Ah, weil ich die Plattform hingesetzt habe. Okay, verstehe schon. Das heißt, ich muss die Plattform und die Plattform wegnehmen. Und dann kann ich das Gebäude daher setzen. Was ist mit dir jetzt? Hallo Bahnhof? Darf das jetzt wahr sein? Echt jetzt? Das ist doch ein Scheißspiel. Entschuldigung. Für 38. Na super. Es ist ein Schmarrn. Das geht nicht so wie ich will. Super, jetzt habe ich einen warmen Kaffee auch noch, weil ich aufs Spawn reingekippt bin, also einen kalten Kaffee. Ah, weh. Kipp aufs Spawn rein und das geht nicht so wie ich will. Ich wollte das in der Mitte machen, so einen typisch amerikanischen Bahnhof, wo du wirklich nur hast, ein Haus und eine Plattform. Und ich habe nicht bedacht, dass bei dem Haus, was da dabei ist, dass da ein Stückler Bahnsteig dabei ist. Auf das habe ich nicht gedacht. Das heißt, ich muss die hinten stehen lassen. Das heißt, wir machen das anders, wir konfigurieren ihn einfach nur so, wie wir ihn haben und ich reiß da nicht wirklich jetzt die Bahnsteige weg, die Oberdacheln gehen wir weg, die brauchen es nicht. Ist schon eher, ja. Dann machen wir es halt so. Wenn es nicht anders geht. Und du meinst, wir sollen da wirklich einen Zaun hinmachen? Mich stört es, dass die da so zubauen. Gut, dann machen wir einen Zaun hin. Aber diesmal mache ich den Zaun in einen durch. Das ist nämlich auch so ein Problem. Terrain, Tools, ja genau. Das mit dem Zaun ist schon eine gute Idee. Was mache ich? Wo ist der Zaun? Wo ist der Zaun? Ja, ich weiß, jetzt habe ich ja noch beide zusammengenommen. Oh, das habe ich leider zu spät gesehen. Kann ich das noch ändern? Nein. Wurscht. So, und jetzt brauchen wir gerade. Ja, vielleicht haben sie da auch so einen Weidezaun hingebaut, weiß man's.
gerade noch. So, dann machen wir zu. Okay, komm, log, putzt dich da. Gut. Machst du? Jetzt schon mit der Blechern, was machst du? Ja, was macht der für einen Zaun? So sind da die Häuser jetzt auch. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Na, dann muss ich aber auch den Weidezaun nehmen und aus. Links Abstand zum Gleis und 1,9. Schaut zwar ein bisschen komisch jetzt aus, weil er mal den Abstand nicht gehalten hat, aber was soll's. Egal. So, jetzt haben wir da bauen wir jetzt dann hinten irgendwas rein, aber das ist wurscht. Jetzt bauen wir mal den Anzug, damit wir da Geld machen. Also das heißt, wir brauchen eine neue Linie, und zwar von hier bis da. Ich hab keins, ich hab keins, ich hab keins. I don't have any depot. Das ist aber schlecht, wenn ich keins hab. Oben ist das nächste Depot, da hinten habe ich ein Depot. Ja, machen wir da. Ist ja wurscht. Können wir ja. So, wir haben die Baldwin und die American. Da gibt es aber von der American gibt es glaube ich eine, die was schneller geht. Die geht 72. Die geht 76, die geht 76, die geht 76er. Ist ein bisschen zart, aber was soll's. Hinzufügen, und wir brauchen die schnellen Waggon. Nicht die was 50 gingen, sondern die was 80 gingen. Einmal, zweimal, dreimal. Und ein Kabäuschen. Und ein Kabäuschen. Und das Ganze, da machen wir 2 Züge. Und kaufen der mal, ist wurscht, machen wir mal 2.
Und die gehen jetzt auf die Linie 5, ne? Ne, Linie 3. Linie 3? Nach Twin Bridges, ja. Ah ja. Das muss ich mir auch irgendwann einmal jetzt. Die fertigen Linien muss ich mal umbenennen. Sonst kenne ich mich bald überhaupt nicht mehr aus. Aber ja, und jetzt zeige ich euch dann ein bisschen was. Jetzt fahren wir da mal. Jetzt fahren wir dann einmal kurz mit wieder. Und dann machen wir wieder mal weiter. So. Ich suche jetzt einmal Fahrzeuge. Zug 1 schlecht. Ist da irgendwo? Zug 1. Ah, das passt. Der ist eh gerade richtig. Da seht ihr dann gleich, was wir da gemacht haben. Was wir, ja, geht es. Ja, der fährt gerade rein. Das ist super. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was umgebaut. Da müssen wir eh noch umbauen. Da habe ich es gesehen. Ja, es gibt mittlerweile einen Lake-Kicksel. Du kannst da was haben, der Niklas, wenn du willst. Und das Ganze ist mittlerweile zweispurig und da habe ich auch bei den Bahnsteige was geändert. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Da drücken wir mal auf Play. Und fahren einmal die Linien kurz durch, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und geht einmal zurück. Danke, Herr Autosave. So. Wie es siehst, da habe ich. Da kann man dann noch bangeln oder was hinstellen oder so. Da habe ich natürlich auch Oberleitungsmasten neu gemacht, die habe ich dann da vorne beim Haus, sieht man es eh, die gingen vom Haus raus jetzt, das sind Telegrafenmasten. Kurz einmal auf die andere Seite um, mit einem guten Zaun. Da müssen wir aber noch irgendwas machen, ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache, entweder ein paar Drehscheiben hin. Oder ich mache so ein Ausfahrding, weil die kann nicht dran, die Lok. Ich meine, im Spiel ist wurscht, aber sie kann es nicht. Wie draht die, ne? Ich meine, im Spiel draht das automatisch, das ist schon klar. Aber da nicht. Und wie gesagt, diese Leitungsmasten, die habe ich jetzt alle gesetzt mit der Abstandsmod. Die gibt es im Forum. Ich glaube Längenmesser heißt die, musst du mal schauen, die ist ganz gut. Ja, da haben wir gemacht den Kicksel, da habe ich nicht wirklich viel gemacht mehr. Ein bisschen halt. Und ich weiß nicht einmal, ob ich jetzt ein Plus mache, aber ich will einmal kurz einmal die eine Strecke anfahren und dann hätte ich gesagt, fahren wir die andere Strecke an und schauen wir sich an, was wir machen müssen. Fahren wir mal mit alle 3 Züge und dann machen wir weiter irgendwann. Hätte ich mal gesagt, ne? Ich weiß, ist jetzt momentan ein bisschen hart, aber ist doch schon besser, wenn ich die Masten so stelle. So knapp, ne? Also das ist eigentlich relativ fertig. Die Signalabstände habe ich gemacht auf 750 Meter circa. Auf der doppelgleisigen Strecken. Und versucht es so halbwegs gut. Ja, warte. Ich habe wieder mal nicht, was war das? Alt-Kroté, genau. Ich muss ja noch umstellen, die Lua. So, Temperatur. Ja, na, da schaut das schon viel besser aus. Rüber.
Da wir jetzt den Bahnhof, da geht das Telegrafending vorbei, das ist nur kurzer Halt. Schaut gut aus, gell? Wenn Sie wollt, dass die Stationen anders heißen, könnt ihr mir das auch eine schreiben, oder? Da habe ich natürlich auch die Gebirge ein bisschen geändert, weil wir ja dann umfahren, aber der fährt jetzt nicht um. Das müssen wir dann noch schauen, wie wir das anpassen am besten. Das ist halt jetzt wirklich das richtige Wildwest-Dingsbums. Noch mit Steppe und da kommen dann noch Zäune und Kirche und so, das kann man alles machen. Also das ist, wie gesagt, ich will nicht zu viel auf einmal bauen, weil sonst verliere ich mich wieder. Weißt du, wie es ist? Ich glaube, das kennst du. Das ist jetzt komplett neu, also das habe ich im letzten Stream noch nicht gehabt. Da, sonst, also ich habe, wie gesagt, die Strecken zweigleisig gemacht. Jetzt habe ich nicht geschaut, wo der eine Zugweger fährt auf dem Bahnsteig. Naja, wurscht. Muss ich dann nachher noch reinschauen. Wegen einem Ding, so ein Hirn muss einmal verfallen, ja. Wegen einem, wo der auf dem nächsten Bahnsteig der andere Weg fährt, der was auf der Twin Bridges umfährt. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Das ist auch schon mit der Senke, das ist beabsichtigt, dass das ein bisschen tiefer liegt. Weil ich finde, das schaut gut aus, wenn da die Masten daneben rennen. Das relativ gerade ist. Ich weiß, die hellen Gleisschotter, aber die anderen Gleise haben mir nicht gefallen und die deutschen will ich nicht nehmen. Weil da habe ich wieder die falschen Masten drauf. Ich gehe mal auf die andere Seite nochmal. Ja. Da haben wir dann da ist einiges in die geschossen jetzt. Das ist das, was wir gerade umgebaut haben. Ich glaube, das ist typisch amerikanisch. Keine Oberdachel, nichts, einfach nur ein Haus daneben und ein Bahnsteig. Ich glaube, das passt schon so. Wir haben halt noch das schöne Rollmaterial. Ich will dann schauen, dass ich vielleicht auf 1900 aufgehe, dass wir ein bisschen Auswahl mit den Loks dann schon haben. Oder soll ich es von selber aufrennen lassen? Ja, der eine Zaun schaut ein bisschen komisch aus, weil das Haus da so eingebaut hat, aber da hätte ich die Hitten wegreißen müssen, das wollte ich nicht. Aber es kann ja durchaus so sein, dass die das so gebaut haben, also so professorisch einmal hingeleistet. Ja, da fällt der Pfosten, habe ich gerade gesehen. Da muss ich die Oberleitungsmasten noch setzen bis in die nächste Stadt, das mache ich dann offline einmal. Aber das ist auch ziemlich eine fade Geschichte. Wir fahren da jetzt einmal gerade weiter, die Unterführung habe ich dreimal umbauen müssen. Ah, da haben sie eine Straße. Ja, da haben sie die Stadtstraße ein bisschen weiter gemacht. Also ich hoffe nur, dass wir nicht zu viel Zaun bauen. Da geht es dann auf die andere Strecken. Servus Kollege. Wie gesagt, wie ich da die Oberleitungsmasten setze, weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich auch neben der Strecke einmal, also diese Telegrafenmasten, die Oberleitungsmasten, kann man ja setzen, wie man will. Da habe ich auch bei den Bergen ein bisschen was auf der anderen Seite drüben gemacht, das sehen wir dann bei der anderen Strecken. Ich habe versucht mit dem Terradol, dass ich da ein bisschen ein Grün reinkriege in die Städten, weil mir das gefällt, wenn da ein bisschen bewachsen ist. Also, da muss ja nicht alles so Wüste sein. Ne?
Also Paris, Steppe und so, also ich stelle mir das, also so stelle ich mir das halt vor, ne? Das ist, was haben wir da hingekriegt? Achso, das ist ja, das ist diese Gruben da, die muss man auch noch irgendwie verbinden, aber das machen wir dann nachher. Das ist, ja, weites Land. Den Kopfbahnhof hinten, wo der jetzt Endstation hat, den habe ich noch nicht gemacht, den muss man auch noch umbauen. Beziehungsweise schöner machen. Aber ich finde das mit der Erhöhungen, mit den Hügeln daneben, schaut besser aus, als wie bei Maverick, wenn er alles so gerade macht. Das ist, ich mag diese geraden Strecken, die flache Karte. Wie der Kitzler geschrieben hat, der Maverick baut zwar gut, aber der hat halt immer die flachen Karten, die Schöpferkarten. Und das schaut doch viel besser aus, wenn das ein bisschen, die Sonne kommt gut. Ha? So, da muss man auch, wir brauchen auf alle Fälle nur mindestens ein Betriebswerk müssen wir bauen. Da müssen wir auf 1900, damit ich die Drehscheiben kriege. So, das ist einmal der erste Zug. Da müssen wir noch einen Güterteil herhängen, dass wir vielleicht noch irgendwelche Güter auch her liefern können. Das kann man dann kombinieren. Aber für Vanilla, also Vanilla sage ich, boah, da stehen Leute bei der Bushaltestelle. Bist du deppert. Das ist ein bisschen viel, ja. Okay, dann schauen wir mal am nächsten Zug. Bist du? Bist du jetzt schon rausgefahren, Freund von die Würmer? Wo ist der? Das wird eine schöne Strecken werden da. Ja, wo ist er denn? Da müssen wir auch noch einiges machen. Habe ich den nicht auf die Linie gesetzt? Auf was wartest du? Das geht wieder nicht. Wieso kann man der da nicht zuweisen? Gott. Oh, nee. Dann muss ich da hinten irgendwo. Da müssen wir da irgendein Depot oder was herhauen, das geht nicht anders. Geht leider nicht anders. Weil sonst fährt man da nie auf die Linie.
deppert aus. So. Mehr. Ich klatsche da jetzt einmal nur eins hin, damit wir den Zug kaufen können. Das ist mir jetzt relativ wurscht, was für uns. Ja, das nehmen wir nicht. Ich kann da leider den Brühbock nicht aussuchen, nehmen wir den. Der passt jetzt natürlich nicht rein, das ist jetzt aber nur zum Zug kaufen. Der passt da nicht her, das ist ein europäischer Brühbock, das bringt nichts. Aber wurscht, das ist ja jetzt nur, dass man da so Fahrzeuge kaufen. ...72, 76, 76 nehmen wir die Levitian. Einmal 80 Kammer, 1, 2, 3 und ein Kabäuschen. Das Ganze nehmen wir 2, kaufen wir Linie 3, Linie 3. Depp. Ja, machen wir mal diesen. Oder sollte ich es lieber von außen schauen? So, schauen wir sich die neuen Stricken an. Klar, das sind jetzt die typischen amerikanischen Bahnsteige, alles das muss man noch ändern ein bisschen. Da, der ist dreckig, der Zug. Kein einmal austauscht, fahren schon sehr lang. Aber ich muss einmal schauen, dass ich ein Plus mache. Ups, da habe ich noch kein Signal gesetzt. Stopp, 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 stopp. Da habe ich noch kein Signal. Da brauchen wir schon ein Ausfahrtssignal, sonst geht's ja nicht, ne? Jetzt sagt wir setzen uns da so her. Ein bisschen höher an der Stickel zurück. Ah, das ist zwei zurück. So. Na, jetzt schauen wir sich den zweiten da an. Da haben wir leider einen leichten. Aber minimal ist der nur. Man kennt halt schon, dass ich den noch rauskriege, den leichten minimalen Haberer da. Jetzt geht's. Die Weichen sind halt auch Horror. Aber es ist halt leider bei Transporthöber so. Ja, und jetzt fahren wir um über die neuen Strecken. Also das eine Stück, ich weiß nicht, ob du das nicht eh noch kennst. Oder ihr kennst und da habe ich dann noch zuschaut.
Und da fällt dann auch zwei Garnituren natürlich und das wird dann natürlich noch weiter ausgebaut. Siehst du, das ist alles ziemlich langwierig. Und ja. Da müssen wir auch noch ausgestaltet, müssen wir noch einen Zaun oder irgendwas daneben machen, teilweise stückelweise, aber das schaut schon ganz gut aus. Bei den Felsen habe ich mir ein bisschen mit dem Pinsel gespielt wieder, da habe ich probiert zum Pinseln. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber ich weiß, warum fährt der da durch einen Tunnel, durch wenn er daneben gerade vorbeifahren könnte. Das ist wieder mal typisch ich. Aber ja, da müssen wir dann auch irgendeinen Anschluss machen wegen der Landwirtschaft da. Das schaut auch gut aus, da können wir auch was dazu bauen dann. Wie gesagt, wir müssen halt einmal schauen, dass wir mal die Hauptstrecken einmal hinkriegen, so halbwegs. Und dass ich mich nicht wieder verliere im Ausgestalten. Naja, bis jetzt geht, ich meine, geschwindigkeitsmäßig braucht man da nicht wirklich viel schauen, weil da sind wir auch relativ schön. Da braucht man eigentlich gar nicht allzu viel nachgestalten, sehe ich gerade. Ja, Autosave. Das geht so halbwegs, ein bisschen vielleicht, ein bisschen die Boden ein bisschen angleichen. Mir vielleicht auf der Güterlinie, die was da umgeht. Da, ich muss da irgendwie schauen, dass ich da vielleicht noch Straßen bauen oder... Hey, warte mal! Ein BIM könnte man später bauen. Von der, weil bei der Buslinie stehen ja nicht die Urlei, da könnte man eine BIM-Linie bauen. Wie gesagt, da möchte ich irgendwie so ein Häuschen hinstellen mit einem Signalwärter bei denen. Und eventuell auch diese Kabel, was da gibt, die was man in der Strecken verbaut. Die habe ich mir auch geholt aus dem aus der Webdisk. Diese Kabelstränge, keine Ahnung wie die heißen jetzt. Gut, da ist natürlich landschaftsmäßig noch nichts gemacht. Da, ich fahre es nur jetzt einmal an, damit wir sehen, ob das relativ gerade ist. Ja, was meinst du, machen wir dann, wenn wir das Stück durchgefahren sind bis hintere, machen wir dann gleich die Gleis weiter zum nächsten großen Bahnhof, dass wir schauen, dass wir da ein bisschen was reinkriegen, oder hätte ich schon gesagt, ne? Und die Ausgestaltung, dann machen wir wieder mal einen Stream, wo wir hauptsächlich ausgestalten dann. Schaut auch noch ganz gut aus, der Tunnel da, der kleine stirbt mir, aber das ist leider nicht anders gegangen. Na, geht aber eh. Ich weiß nicht, haben diese Lüftungsschächte auch gehabt, oder bei den Tunnel, was da jetzt hergehen? Da sind natürlich jetzt keine Dinger nichts, ne? Aber dafür haben wir sie am Schranken, der Sport. Oh ja, das ist schön, wenn man da hin so im Felsen durchfährt. Da braucht man nicht einmal wirklich allzu viel machen. Und der Geschwindigkeit hier darf jetzt auch passen, so halbwegs. Ist natürlich jetzt keine Schnellfahrstrecke, ist klar, ne? Aber da neben der Straße, ja, da muss man halt dann einen Zaun hinmachen. Das wäre irgendwie begradigen. Da wäre ich vielleicht so ein Ding machen, so ein Stützding. Da auch. Aber das können wir dann einmal anschauen, wie wir das machen. Was der diese Steinschlagschutz, das mir einfällt.
Dafür, dass ich da noch nichts am Terrain gemacht habe, schaut das eigentlich gar nicht so schlecht aus bis jetzt, die Streckenführung. Vielleicht da irgendwo muss ich schauen, ob ich die drin habe, die Mod. Vielleicht auch die einer Zelt aufstellen. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Mit einem Lagerfeuer und so, also man kann sich da ziemlich austoben. Da müssen wir Terrain anpassen. Das geht relativ gerade rein. Oi, die Straßen. Okay, aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, da geht's wieder auf. Das stört mich ein bisschen. Das stört mich, Leute. Das heißt, das werden wir gleich mal beheben da. Jetzt einmal Pause. Das müssen wir da beheben, da sind wir nicht eben. Das ist ein bisschen dumm, dass der Bahnhof da ein bisschen höher ist. Was ist, wenn ich da die Straßen wegreiße? Ja, Schnauze. Und das Ganze versucht er gerade zum Bauen. So, da Gleis 100 haben wir gesagt. So, habe ich da jetzt einen anderen Prellbock drauf, kann man das wer sagen? Muss ich von da weg, okay, gerade. Schauen wir mal, ob das besser ist, wenn er da jetzt wieder rausfährt. Das wird auch noch umgebaut, das Bahnhöfchen. Da ist eine leichte Kurven drin, die ist mir relativ blanzen. Ja, Geschwindigkeiten haben wir halt jetzt keine, das ist ja das. Aber ist das jetzt gerade wenigstens da? Also mich stört das, wenn da so Hupfer drin sind. Ich heiße ja nicht Heisenberg, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt wäre das besser. Jawohl. Wo haben wir noch gesagt, war da was? Ja, der wartet jetzt natürlich, das ist klar. Ja, da geht's leider nicht anders topografisch.
Da haben wir gesagt, da dazwischen geht es ein bisschen bergauf. Gell? Ja. Da haben wir ein bisschen einen Hopfer drin. Da schauen wir, dass wir das Kraut hinkriegen. Shut up. Ja, also mal wurscht, ob der Gebäude entfernt wird oder nicht. Und da wieder den Hopfer drin, gell? Ja, da habe ich wieder den Hopfer drin. Das ist ja nicht normal erst. Kurven. Hallo Martin. Ich kämpfe da gerade mit meinen Hügeln und sicher aber nichts. Das heißt, ich muss das Template da ändern auf blockieren oder was ist denn da jetzt? Besser nur, ja. Ah ja, da sicher mehr. So, schauen wir nochmal, ob wir das da jetzt so halbwegs hinkriegen, dass wir das so halbwegs. Ich kann da nicht gerade rausfallen, ich muss da Stiefel umnehmen. Jetzt so halbwegs gerade. Das dürfte jetzt gerade sein. Das dürfte jetzt gerade sein. Haben wir da in der Nähe einen Zug oder haben wir eher einen Zug, der was kommt? Depperte piepst da dauernd. Welche Richtung? Du fährst in die falsche Richtung. Aber da kann der was in die Richtung kommt. Na, schaut nicht so aus. Da fehlt das Signal. Hier fehlt ein Signal. Da brauchen wir ein Einfahrtssignal. Okay. Wie geht's da, Martin? Ich hoffe gut. So. Da kommt dann nur ein Betriebsjahrkiger, das müssen wir noch machen. Ah, da haben wir eh einen. Siehst, das ist den Wert. Da werden wir gleich einsteigen und werden wir gleich mal schauen, ob das jetzt passt. Das jetzt so halbwegs gerade ist. Na husch, heute. Prost. Ja, wieder nicht ganz, aber es lässt sich nicht vermeiden, ich bring's nicht besser hin. Habt ihr gesehen, wie es ist.
Kein Problem, Martin. Ist nicht so tragisch. Das ist nicht wirklich das Problem. Mir geht's gut. Ich ärgere mich mit DS um mit dem Ritter von Gegner mit zweiten Teil. Aber der ist so gut wie fertig, also den werde ich am Sonntag vorstellen. Natürlich in einer abgeänderten Steam-Version mit dem blauen. Hochladen natürlich dann mit dem roten. Die PDF muss ich halt noch machen und testet gehört auch noch. Jetzt habe ich schon im Mai geschickt. Mal schauen, an wen ich den noch verschicken kann. Diesmal ist er nicht so extrem. Diesmal sind es keine 148 und Swiss, so wie beim anderen. Aber die Strecken ist auch kürzer, also. Ich habe den Kick schon nicht gesehen, aber der hat irgendwas gesagt, dass er unterwegs ist, der Woche und nächste Woche. Dass er nur auf die Nacht oder was kann. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Warte, jetzt hat es bimmelt bei mir. Nein, das war der Mike wegen einem Szenario, passt. Jo, gut. So. Der ist da irgendwie, die Linie ist da irgendwie, da stehen Massen bei der Linie da. Da muss ich mir was einfallen lassen, aber da können wir jetzt nicht wirklich was tun. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Plus mache, aber ich glaube nicht. Ich lasse mal rein und fahren mal weiter. Ja, jetzt nochmal, bauen wir mal die noch Cut Blank müssen wir auch noch aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da auf der Strecke da weiterkommen. Das heißt, ich gehe da mal da hätte ich gesagt. Das ist glaube ich am gescheiteren. Dass wir da einfach jetzt wieder mal Gleis legen und schauen, dass wir da mit die Gleise jetzt weiterkommen und im nächsten Stream dann machen wir dann einen Schönbar-Stream, hätte ich gesagt. Das ist mir zu gerade bald. Der geht da so aus. Da können wir jetzt auch da, ja, da. Da fahren wir jetzt ganz hart, ganz blöd. Da so durch. Hätte ich mal gesagt. Und da drüber. Da machen wir einen Tunnel. Da fahren wir dann aus, ja, machen wir mal bis daher. Da braucht man da herüben. Machen wir bauen auf das mal wieder ein bisschen außerhalb, hätte ich gesagt. Niedrigen 380 Meter Area A, Bahnsteig, Gebäude nehmen wir Mittel, Dach nehmen wir ja, Wartebereich, brauchen wir einen Wartebereich, was machen wir damit Wartebereich? Dann machen wir 3 Gleis, ist der kurz, achso. 200 Meter, 110, 180 wohl gesagt, ne?
160. Was meint er mit Wartebereich? Aha, und wenn ich den Wartebereich wegnehme. Hä? Was meint der mit Wartebereich? Dach ist klar, ja. Und na klar kriegst du einen Wartebereich. Mein Gott, also das sind die Bankeln. Den stellen wir jetzt da her. So. Dann kriegst du Straßen. Hechen passt eh nicht, naja, nein, du musst schon gerade sein, die Straße, du. Okay. Das ist jetzt gerade. Wow. Wird schon passen. Gerade haben wir gesagt, mein Gott. Okay. Das Terrain macht man nachher. Sechzig. Rüber. Das machen wir zweigleisig. 60 rüber. Rein. Mit DK. So. 100er. Da.
So. Dann hätten wir das einmal gemacht. Sehr schlecht. Ersetzen. Amerikanisch Pferdefuhrwerk, jawohl. Ja, das ist mir jetzt relativ wurscht, passt. Warum da auch Kutschen drin ist auf der Linie 5, aber ja, so das so. Dann machen wir mal die Signale in die eine Richtung und in die andere Richtung. So, zack. Na, steht nicht Straße, sondern da Signale. Ausfahrtssignal, kein Einbahn. Ausfahrtssignal. Ausfahrtssignal. Ah. Dann brauchen wir das nächste. Noch 750 Meter. Ah, komm her. Ah, ist wurscht, kann man noch einen umstellen. Okay, dann muss ich das auch nicht wegnehmen, das ist zu knapp beieinander. Dann können wir das da circa da in den Mitten, hätte ich gesagt. Daher in etwa. In etwa. So, jetzt haben wir da haben wir 500, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1200, 1200. Genau, da beim Übergang mit der 750 circa. Meter, ja okay. Gut. Die andere Richtung, da haben wir da eins. So, den haben wir weg. Setzen wir nochmal hin, dass der Zähler wieder anfängt. So. Circa 750 haben wir gesagt.
gut, dann sind es halt jetzt einmal 900, das ist wurscht. ,730, 750, da kommen wir. Und ein Einfahrtsgleis, ein Einfahrtssignal. Okay, so. Schauen wir mal, das mit der Straßen da hinbringen. Schaut deppert aus. Alter, was ist mit dem? Ich will da einfach nur eine ganz kurze Brocken machen, okay. Das kann ich mir vorstellen, Kicksel, Kicksel sage ich, Martin, das mit den Bahnhöfen ist ein bisschen deppert teilweise, das ist richtig. Da, ich will da schöne Brocken haben, das ist... Was magst du? Oder geht's noch? Gehst mir doch viel zu steil runter.
hat er mal wieder eine Brücken hingebaut, der Idiotenkopf. Darf doch nicht wahr sein. Eine Parkeisenbahn? Ach so meinst, ja. Verstehe ich, so ein Lilliputbahn oder irgend sowas, halt nur in groß, ne? So, da müssen wir dann noch das Terrain angleichen. So, jetzt gehen wir auf Linien bearbeiten. Da haben wir die Linie 3, da fügen wir jetzt hinzu noch Twin, na geh her da. Noch Twin Bridges das. Edison Road und dann kommt noch mit Twin Bridges. Und dann fahren wir da zurück mit Fort und mit Zug zurück, ne? Genau. Da haben wir auch gleisige Strecken dazwischen, aber das ist mir relativ blunzen. Die wird nicht wahrscheinlich viel bringen, weil da sind zu wenig Häuser, da muss man eine Straßenbahn, Buslinie oder was einbauen. Aber da wäre mal, dass wir was Fahrbares haben. So, Linienmanager. Nein, Fahrzeugmanager, Linie 3. So. So viel brauchen wir, dann haben wir halt noch. Dann haben wir 10 Millionen noch dazu. Geht's jetzt? Reichen 4 Züge oder haben wir noch 2 dazu? Ich habe noch 2 dazu. Ja. So, Linie. Wo sehe ich da jetzt den Takt? Ne. Linienstatistik. 4 Minuten, ist ein bisschen. Die hat 9 Minuten die Linie 2, da müssen wir nichts machen. Da müssen wir auch nichts machen, da müssen wir nichts machen. Dann schauen wir sich Stickel von der neuen Strecken wieder an, hätte ich gesagt. Fahren wir wieder mal mit. Gehen wir gleich auf. Und da. Wo bist du? In Wirtschaft, du fährst weg, das ist super. Gehen wir auf normale Geschwindigkeit zurück. Und warten auf freie Wege. Ah, da vorne steht einer drin. Dann nehmen wir doch den, der was da drin steht. Und fahren wir mit ihm mit. Zurück. Ich tue jetzt aber die Uhr nicht ändern für die paar Meter. Dass man wieder, wie gesagt, das wird ja alles dann noch ausbaut. Ich will jetzt einmal was Rennen haben drauf. Ich weiß gar nicht, wie sie meine Öllinie jetzt macht. Das muss ich mir dann auch noch anschauen. Also das ist alles ein... Das wird noch einiges werden mit der Karten. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen auch Ding... Na, ich glaube, ich werde auch ein bisschen
offline spielen, weil sonst geht da überhaupt nichts weiter. Ich sag, ich weiß noch immer nicht, ob wir jetzt ein Plus machen mit den ganzen Umbauten, was ich da gemacht habe. Also das mit den Gras, da schaut schon gut aus. Da muss man halt noch Häuser und so hinbauen. Da weiß ich nicht, was wir da machen. Ein Baum. Was, Burschen? Oder Bursch, das ist ja wurscht. Schauen wir dann einmal. Wie das weitergeht. Ich weiß, das haben wir jetzt schon gehabt, aber das baue ich irgendwann einmal offline ein bisschen schöner noch. Danke, Herr Autosef. Da muss ich auch noch, die haben so viel größere Weiden normalerweise, da muss ich dann auch noch was machen. Also. Aber das wird schon. Wie gesagt, den Wendepunkt da hinten habe ich auch noch. Das mache ich. Jetzt fahren wir mal bis zur nächsten Station. Und dann mache ich mich mal an den Wendepunkt da hinten an. Wie ich den baue, weiß ich noch nicht. Bei der ersten Station, was wir gemacht haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt ein Plus machen, aber ich fürchte nicht, aber das ist mir relativ wurscht. Dabei noch. Da kommen dann eh noch andere Sachen, da muss man dann eh schauen, was wir machen, wie wir da, aber bis jetzt schaut das schon sehr gut aus, finde ich. Ja, bei so einer Karten, das ist glaube ich nur eine mittlere Karten, was ich da genommen habe, also und das sind halt ein bisschen zart die Dinger noch, wir haben die gescheiten Loks noch nicht, aber das kommt alles. Jetzt sind wir noch momentan Wild West, aber wir werden uns da natürlich vorbewegen. Ich möchte schauen, dass ich dann, wenn ich den nächsten Stream dann mache, dass wir so bei 1880, 1890 irgendwo mal dumm sind. Dann weiß nicht, wann die Loks jetzt kommen, die größeren. Dass wir da vielleicht die Atlantik dann schon haben, weil die war interessant, da konnte man dann auch ein schönes Baumbetriebswerk noch versuchen zu bauen. Aber ja, das sieht man dann eh. Und die blockt sich ein bisschen. Also nein, die blockt sie nicht, die hat rot. Weil der Gegenzug kommt. Ja, das muss ich jetzt erst einmal einfahren, ne? Das ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ich hoffe, dass wir nicht zu lang warten müssen. Aber es schaut schon gut aus, finde ich. Aber ich werde sicher noch einiges in der Allee oder irgendwas. Lasst euch überraschen, ich habe da einiges im Hinterkopf. Dann muss man halt immer aufpassen, dass man die KI nicht zu viel zubaut. Aber das sieht man dann eh. Das kann man dann eh mit Zäune und so und Mauern und so kann man das eh ein bisschen steuern. Und das ist einfach so, wie ich ein Drehtransportführer und Trennführer gespielt habe. Das ist das reine Schönbau, das ist, da habe ich nicht die, also nur Schönbau, da habe ich nicht die Geduld dafür. Das ist, ich will ja Züge fahren sehen und so, also das ist ständig ausgestalten, ja, ist schön, macht Spaß, aber ist halt nicht das Wahre. Nicht unbedingt, nicht immer, sage ich mal, so weit. Ja, muss mein Bordkampen sicher gerade wieder einölen. Das hat Bord, das muss ich mir wieder mal einschmieren, damit er wacher wird. Da war fast Warzenhaber, guck.
Geh mal rein. Husch. I got to move it, move it. I got to move it. Mach schon. Schachtelhuber. Oh, mir tut der Hintern schon weh vom Sitzen. Ich höre eh bald auf. Mir fällt jetzt nur mehr das eine durch und dann höre ich auf. Ich höre was. Ja, das ist diese Endstelle beim Tunnel. Da kommt sie ja schon, die Gegenlok. Ist jetzt natürlich auch blöd, wenn wir lauter gleiche Loks haben, aber da werden wir wahrscheinlich auch irgendein... Man muss ja nicht stehen bleiben lassen, so wie beim ersten Stickel, also, aber man kann da ruhig so ein Wasser stellen und Holz und so und eine kleine Lagerhalle hinbauen, das geht dann schon. Das ist, braucht ja nicht einmal wirklich einen Straßenanschluss haben, also die muss ich auch noch ausgestalten, da diese Wasserstation, was ich da gemacht habe, und die ganzen neuen Strecken, also das wird dann recht lustig. Da werden wir dann ins Ausgestalten reinkippen im nächsten Stream, hätte ich mal gesagt, falls ich nicht so offline ein bisschen was mache. Aber das werden wir dann sehen. So, jetzt geht es einmal in die neue Stadt auf Twin Bridges. Und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. Dann haben wir eh noch mehr eine Station dann und dann hätte ich gesagt, höre ich dann wieder auf, weil es rennt eh schon wieder, weil ich will mir das jetzt einmal anschauen, was wir da zusammengeschustert haben, wie man so schön sagt auf gut Wienerisch. Aber das mit den... Ja okay, ein paar Felsen hängen ein bisschen deppert da, den muss ich noch ausbessern. Hochleiter, Hochspannungsmasten kann man jetzt noch nicht bringen, die kann man erst später setzen. Aber Telegrafenmasten möchte ich halt neben der Streckenhand generell. Das ist ja die Urarbeit, die setzen. Aber ja, da wie gesagt, da möchte ich so ein Überwerfungsbauwerk machen, so ein Starrschlagschutz. Irgendwie möchte ich mir den eine basteln mit der Ding da auch. Naja, mit dem Wirtschaftsfaktor kann ich auch nicht wirklich viel anfangen, aber ich habe eh Sandbox gemacht, ich druck mir halt einfach ein Geld ein, wenn ich zu wenig habe. Ne? Sollte man zwar nicht machen, manche werden sagen, das ist unrealistisch, aber das ist, ich will mir halt anschauen, was ich gemacht habe. Ne? Also das ist das, was wir am Vormittag gemacht haben. Und jetzt kommt dann das nächste Stückel, das ist dann eh zweigleisig, da müssen sie sich dann eh wieder ein bisschen aufspalten. Aber ich wollte nicht alles eingleisig, obwohl in Amerika hast du halt viel eingleisige Strecken. Du hast es aber auch teilweise viergleisig, habe ich auch schon gesehen. Also wenn du nimmst die Horseshoe-Curve beim Trennsimulator, der ist viergleisig, ich habe mir gedacht, das spielen. Aber so viel kann man dann immer noch schauen, dass man die vielleicht eventuell ein bisschen vergrößern oder so. Den Hupfer habe ich rausgebracht da. Das passt. Das wird dann auch eher alles hoffentlich ein bisschen zuwachsen. Bumm, da ist gerade ein Haus weggerissen worden. Cool, weg war die hinten. So, den müssen wir noch ändern, den Bahnhof. Ja, das baue ich alles klarweise um. Das ist nicht so wirklich das große Übel. Ich hoffe, dass der Bahnübergang relativ gerade ist. Aber das haben sie eh Gott sei Dank schon ein bisschen verbessert gegen Vorgänger. Also in Transportfieber war das ja, da hast du teilweise noch die Chancen gehabt. So wie es bei RSSLO noch immer ist. Die schaffen es nicht, dass die Bahnübergänge gerade machen bei manchen Strecken. Brauchst du nur die Hinstallbahn anschauen, da sind Hupfer dabei, immer doch die spielen. Aber nicht von den Gleisen her, sondern von der Straßen her. Da müssen wir auch wieder so ein Überwerfungsbauwerk machen. Also nicht was ich mit meinem Überwerfungsbauwerk da habe. Einen Steinschlagschutz. Das ist auszubringen. Ja, gerade beim Signal ist auch deppert. Gell? Da will ich vielleicht den Felsen ein bisschen noch ändern.
Schauen wir mal. Das geht relativ gerade da jetzt. Aber wieso man den nicht in Schwung kommt? Naja, das die alten Loks, das ist... Da kommt schon der nächste Gegenzug und da ist einiges los auf der Strecke. Ich hoffe, dass man das wenigstens ein bisschen was an Passagiere und an Geld bringt. Na, das ist jetzt die erste längere Linie. Und die anderen sind ein bisschen kurz, stückelweise. Ah, super. Passt. Na ja, das geht aber auch von der Streckenführung. Dafür, dass ich da landschaftlich noch nicht wirklich was gemacht habe. Ah, da haben wir wieder so ein Bergwerk. Das ist gut, das können wir dann auch irgendwann abbinden. Das ist auch relativ gerade. Ja, ja, danke Herr Autosef. Ja, dürfte passen. Und das mit den erhöhten Bandern ist gar nicht so extrem, finde ich. Okay, der Felsen da schaut bescheiden aus. Jetzt kommt das Tunnel, das eingleisige. Oder haben wir eh frei? Es geht auch noch. Oh, schaut ganz gut aus bis jetzt. Hallo Mario, du, ich höre aber gleich wieder auf, gell? Ich spiele schon relativ lang. Aber du kannst das ja nachher noch anschauen. Ja, diese hängenden Felsen da, die muss ich irgendwie raus tun. Aber das ist ja gleich erledigt, das ist ja nicht wirklich, das geht dann wieder mehr in Schönbau rein. Obwohl ich ja nicht sage, dass ich einen Schönbau mache, also weil das ist nicht so meins. Na, die Brücken schaut ganz gut aus, die haben wir ganz gut hingebracht. Das passt eigentlich, passt irgendwie in Süden Westen. Der Kaktus auch daneben, ja. So. Also wie ihr seht, ich habe jetzt wieder ein bisschen, aber ich habe seit dem letzten Stream nicht wirklich viel gemacht. Ich habe gerade die eine Strecken, die alte Strecken zweigleisig gemacht. Und heute haben wir wieder einiges geschafft. Also wir haben ein paar Strecken, also auch lange Strecken dazu gemacht. Den Ding habe ich versetzt, die eine Fabrik. Mit der Öllieferung, da muss ich schauen, wie die rennt. Oh, und das war's dann eigentlich schon wieder. Wir fahren da rein, das kann man eigentlich auch lassen, das mit den Haufen da dazwischen. Und den Stab vielleicht weg. Da müssen wir dann schon begradigen und schöner machen, aber ja. Da, schau her, da warten ja auch schon Leute. Na geht doch. So. Okay. Dann hätten wir das neue Stück einmal gesehen. Das ist das, ja, das Umdrehen, das ist halt. Da haben wir jetzt einiges an Strecke geschafft. Warum fährst du nicht weiter? Ja, da wahrscheinlich einer auf der A-Gleising hängt, nicht? Aber da kommt doch ein... Ach, wegen Ärmel. Okay, das A-gleisige Stückchen hält halt schon viel auf. Sollte man da vielleicht auch zweigleisig machen nach dem Tunnel? Ich glaube fast, ha? Ich glaube fast. Aber das ist halt wieder blöd wegen des Signale. Also da habe ich eh keine gesetzt, das ist ja auch gleisig, genau. Da muss ich eh nichts versetzen, dann machen wir das auch noch zweigleisig, damit man das schöner rennt. Nehmen wir wieder ein 100er. Schauen wir, dass wir da zweigleisig rauskommen. Ja, komm, da komm.
Haben wir gern da. Machen wir gleich 7 an. 1,7 Millionen ist das. Ihr wisst ja, das ist mir relativ absicht. Blutwurst da mit dem Geld eigentlich. Dann machen wir das da auch zweigleisig, damit das da schöner rennt. Machen wir den Tunnel auch gleich zweigleisig. Oder lassen wir den so? Da wäre irgendwie Wald oder was machen, damit man das auch gleisig bleibt. Nachher dann. Damit ich da einen Grund habe, dass das auch gleisig ist. Aber ja, machen wir Tunnel auch zweigleisig. Muss ich halt dann die Signale neu setzen, das ist ja nicht das Problem. Die kann man ja dann von der Station, dann nehmen wir die da weg. So. Das muss weg. Das kann bleiben. Machen wir es einmal in die Richtung, das muss weg. Das muss weg. Und das muss weg. So. Setzen wir gleich die Signale. Nein, die habe ich nicht, die alte Strecken. Was mache ich damit? Ja, muss ich schauen, vielleicht kriege ich es, aber ich habe jetzt in England ziemlich viel Kraft. Und so, das heißt wir nehmen das Signal auch wieder mal weg. So, das setzen wir rein. Das setzen wir rein. Zack. Dann wie gehabt 750 Meter. Circa 400. 750 Meter. 700. 752, 747, 750. Fünfzig. 500, 900, 600, 800. Dann machen wir es vor dem Tunnel.
Dann muss ich mal schauen, ob ich die kriege jetzt noch heute. Vielleicht geht es sich heute noch aus im Sale. Aber ist die wirklich interessant? Das ist die Frage, ne? Aber ich habe gerade Probleme mit meiner Bank. Die haben irgendwie technische Schwierigkeiten. Irgendwie schaffen die das nicht, gerade dass ich da zahlen kann online. Und deswegen haut das nicht so hin, wie ich will. Ja, dann machen wir ein bisschen später, haben wir halt einmal ein bisschen einen größeren Abstand. Welches jetzt? Transportfieber oder? Ja, es ist das Tolle an dem Transportfieber ist, du kannst es wirklich spielen, wie du willst. Du kannst dich voll auf den Ding konzentrieren, auf den Wirtschaftsaspekt. Du kannst spielen mit Mods, du kannst spielen ohne Mods. Also das ist wirklich klasse bei den Game. So, da. Jetzt haben wir das da hintere auch zweigleisig, jetzt müssen wir das schön erinnern. So, jetzt brauchen wir einen Grund, warum wir das da auch gleisig haben, da herfahren. Dann geben wir ihm einen Grund. Machen wir gleich. Assets, Bäume. Nehmen wir alles. Ja, die Vorgänger sind schon ganz gut gewesen. Dass wir einen Grund haben, dass wir es auch gleisig machen. Ja, jetzt müssen wir dann nur mal gleich mal durchfahren, ob da eh nichts zu nah steht. So wie der da. Geht, zu knapp. Kann man lassen. Zu knapp. Ich weiß, zuerst hinbauen und dann wieder runter. Ja, Alpha gibt's alles. Nur das Problem bei den ÖPP-Signale ist, dass du nicht linksseitig verbauen kannst. Zumindest habe ich noch nicht entdeckt, wie das gehen sollte. Und jetzt haben wir zwei ÖPP-Signale und können die aber nur auf der rechten Seite verbauen.
Das ist ein bisschen doof. ÖBB gibt's viel. Das ist ein bisschen zu knapp. ÖBB gibt's sehr viel. Und dann haben wir gesagt, den einen Baum da lassen wir. Ach, nehmen wir weg. So, jetzt haben wir einen Grund, warum das da eingleisig ist. Und jetzt schauen wir sich das gar an. Was ich da jetzt mit dem Bahn gemacht habe. Ja, das kapiere ich auch nicht, weil von die, da muss ich noch ein bisschen mit der Ding arbeiten. Sorry. Von die Ding her, von die KS-Signale, irgendwelche, was das sind, da gibt es komischerweise linksseitige. Komischerweise. Die Formsignale, die gibt's. Die blauen und die roten. Sogar in verschiedensten Versionen. Die K und K Formsignale gibt's. Die 28er Signale gibt's. Also ab 1928. Und die ab 1956 oder 54. Also das ist ein ganzes Pack, was da, also da gibt es 2 Packs von ÖBB-Signale, aber halt leider nur rechtzeitig. Rechtsseitig, ne, dass es hinbringt. Und warum wartest du jetzt? Ach so, ja, da hinten ist es eingleisig, genau deswegen war da, ich bin auch deppert. Aber wir haben ja gesagt, wir geben ihm einen Grund, damit es eingleisig ist. Das muss ich noch ändern, das ist da rechts unten. Genau, 54er und 80er. Die gibt's auch. Ja, 26er, was weiß denn ich? Der Tunnel schaut ein bisschen deppert aus, gell? Der eine Bahn da. Na, das kommt schon ganz gut mit der Bahn. Ja, dass wir einen Grund haben, warum wir auch gleich gefahren, ne? Wollten es nicht so viel roden. Und das Gebüsch steht ein bisschen knapp, okay. Ich weiß, dass es da nicht mehr viel gibt. Mario, aber wegen der Western-Strecken kann ich schauen im DS. Wie gesagt, ich muss nur schauen, ob das heute hier hat mit Zahlen, die englischen Sachen, was ich mir geholt habe, die 3. Nur zusätzlich. Dann habe ich 5 oder 6 englische Strecken, 5 oder 6 österreichische, ein paar deutsche, die 3 Schweizer, was ich da habe, das reicht dann schon wieder für, weil da muss ich noch Absturzsicherung machen, Zaun und so. Also da ist noch einiges zum tun. Auf der Hausrückbahn hast du die alten Signale stehen. Okay. Ich finde die Kurventruppen schaut urgut aus. Na, das geht eigentlich, ja. Kann man lassen. So, wie schaust du da aus?
Da habe ich einen kleinen Teich gemacht, wie du siehst. Da liegt wieder urviel Öl. Ja, das muss man auch noch, das Betriebswerk, da muss ich auch noch machen. Und da brauche ich eine Wendeschleifen da hinten, das ist... Da muss ich irgendwie eine Wendeschleife, also oder so ein Spitzding reinbringen. Ich hätte gesagt, das mache ich das nächste Mal, mich freut es nicht mehr, ehrlich gesagt, das drin schon wieder seit 11. Das heißt, das lassen wir dabei. Und ja, Leckkixel diesmal. Da werden wir irgendwas einstellen. Wie schauen wir da aus? Was ist da? Können die das nicht vieren? Oder was ist da jetzt los? Nein, das sollst du nicht konfigurieren, das sollst du. Irgendwas haut da nicht hin, null im Lager. Die sind doch eh verbunden miteinander. Hm. Konsumlager und da 00. Muss ich da jetzt einen kleinen Werksverkehr machen? Oder echt jetzt? Wie soll ich das machen? Das gibt's ja nicht. Wieso nimmt man der denn nicht? Was hast du denn jetzt wieder? Zug 6, folgendes Problem. Was denn? Warten auf freie Wege, warum? Echt jetzt? Geleck. Oh weh, das ist, weil das auf den einen Gleis rennt. So haben wir da Doppelkreuzungsweichen drinnen. Ja. Ja, okay, das heißt, ich muss ihm da noch Weichen setzen. Jetzt wird es aber zart, Freund. Du musst da Ach Gott, noch einmal. Wie bringe ich die da auf das Gleis So einen depperten Wegpunkt, die gehen wir, da muss ich mir auch irgendwas einfallen lassen. Das schaut ja so bescheiden aus.
Ich mach den Rest auch gleich zweigleisig, das ist ja für den Arsch. So. Das ist mir jetzt wurscht. Was magst du? Und dann steht's gegeneinander, das Idioten. Ja, außer aus der Weiche, schleich dich da. Das heißt, Bau nicht möglich, geht's noch. Was heißt da Bau nicht möglich? Ui.
bis zu dem sind es 900 Meter. Passt. Und da. Also da geht 500 Meter. Ja, die stimmen jetzt nicht ganz, die Signale, aber das ist ja wurscht. Oh, aber warum ich da nicht, warum die nichts liefern da, das verstehe ich nicht. Der braucht das Öl, wieso? So liefert der da nicht um. Muss ich da irgendwie einen Bus umfahren, einen LKW umfahren lassen, die paar Meter. Der hat aber alle drei drinnen, warum geht das jetzt nicht? Kann man das irgendwer erklären, warum du nicht produzierst? Pass auf, ich mach das anders. Ich reiß die weg. So, Industrie. Der muss doch da verbunden sein. Das gibt, muss der mit einer Straße verbunden sein oder was ist da? Strada. Jetzt hat der da eine Kollision, der Depp. Alle Güter. Verstehe nicht.
100%, passt doch, warum lieferst du nicht? Verstehe es nicht. So, das heißt, nochmal den machen wir halt eine Straßen dazwischen, ist ja wurscht. Ja. Und den. Der geht aber nicht her. Sind alle miteinander verbunden. Und schaut voll deppert aus. Nein, das schauen wir nächstes Mal an. Das schauen wir jetzt nächstes Mal an, das ist mir jetzt zu blöd. Welche Windräder aus Holz? So, ich brauche den. Den kann man da verbinden. Und ich brauche den. Den kann man da daneben herhauen. Geht sich das nicht aus. Ja, Schnauze. Und ich brauche den. Oh. Da machen wir noch. Und jetzt müsste der eigentlich den beliefern.
Ja, mache ich. Jetzt brauchen wir eine LKW-Station. Truckstation. Du sollst ja nicht da hinhauen, das gibt's ja jetzt nicht. Dann mal, wenn ich die Straßen da wegnehme. Die geht nicht dazwischen rein. Die ging ja dazwischen rein. Wenn man die da so herhaut, dann nimmt die beide mit. So, jetzt muss ich die dann noch konfigurieren. Na, da brauchen wir jetzt erst einmal Güter. So. Nee. Und jetzt brauchen wir Straßenzugang. So. Schaut das geil aus. Jetzt müssen wir nochmal die Straße verbinden, ob das passt. Mittlere Straßen. Was, breite Straßen? Nein, mittlere Straßen. Na, das ist wieder mal typisch, dass da die Straße nicht passt. Einmal. Zweimal. Jetzt habe ich beide drin. So, und jetzt müssen wir dann nochmal die Linienverwaltung gehen. Und du bist eine super Linie, du fährst von Punkt zu Punkt. Ja. Dort liegt 3. Dann wir da mal alle weg. Du fährst noch von da. Von da. Noch da. Ja, nein, du fährst mal schon da unten nochmal da. Genau. So. Wo sind die jetzt? Ja, ein Schalabzweig. Was? 1 Stunde 29 Minuten? Also Lebensdauer. So, muss ich das jetzt? Wo sieht man das?
Hallo Martin, schon wieder da. Ich höre gleich auf. Ich sag schon seit einer Stunde. Hallo Mensch, ich sag schon seit einer Stunde, dass ich aufhöre. Ja, aber wo sehe ich Fixer schon? Wo ist das jetzt? Null von 48. Wo sehe ich was? Das ist der Deppert jetzt. Ich kapier's nicht. Wo sehe ich, ob die was lohnen oder nicht? Da steht nichts. Da steht auch nichts. Konsum 46 im Lager 0. Okay, gut, das ist klar, weil noch kein Zug da war. Okay, ja, dann. Okay, servus Kixel. Bist gerade zum Schluss gekommen, aber ich fahr gar einmal um, schau mal. Kixel. Ist das Teil jetzt groß genug? Dein Leg? Ich hoffe doch. Ich muss eh schon aufhören, weil ich muss noch ein bisschen was tun und in einer Stunde muss ich die Kleine holen. Also das heißt, tut mir leid, Leon, es kommt leider alle erst zum Schluss immer. Aber das liegt auch an meinen blöden Streamzeiten, ich weiß. Spielt's einfach zurück und schaut euch es dann nochmal an. Ich muss leider jetzt aufhören, weil in spätestens 6 Minuten hätte ich sowieso aufhören wollen. 4 Minuten. Und ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen, spätestens am Sonntag bei Train Simulator. Da gibt es dann mein neues Szenario dann zum Sehen. Und ja. Und das war's jetzt für heute. Tut mir leid, aber jetzt was am schönsten ist, gell? Naja, gut. Okay. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Nachmittag und wir sehen uns dann am Sonntag oder vorher schon bei Maverick oder bei dir, Mensch. Mal schauen. Tschüss.